Hallo, ist der Manuel Schad von SRD Sports. Heute sind wir im Teil 5 unserer Helden in Motorradhosen. Auch in dem Teil wird es hart zur Sache gehen. Die Jungs nehmen das Material so richtig her. Auch das Material wird jetzt langsam müde und der eine oder andere hat eine kleine Pause. Aber wer wissen will, wie es geht, der sollte reinschauen, schaut sich dieses Video an. Ich verspreche euch, es wird nicht langweilig, es wird nur geiler. Ich bin auf jeden Fall begeistert, dass ich bei dieser Tour am Bildschirm dabei sein kann und kann das miterleben. Ich wäre echt gern dabei gewesen. That way. Solche Aktionen, die gehen normal richtig ins Auge. Wie schnell fahren die anderen? Langsam. Sollen wir Jan den überlassen? Sollen wir Jan den überlassen? Ja. Das ist so geil. Zack, zack, zack. Aber hier, wo das jetzt so nass war, da merkst du den Reifen. Ja? Oh ja. Oh! Den hat's gekostet. Oh. Da kam Jan dann um die Kurve gefahren. Ja, genau. Und dann Da hat sich zerlegt, war ne? der Schalthebel krumm. Bremshebel. 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 Da liegt noch was auf dem Boden. Ja, das mit dem Enduro-Fahren müssen wir noch ein bisschen üben. Geht mit dem Boxer weiter. Ja. Anders. Der Georg hat übrigens auch, er war der Meinung, dass diese Afrika-Twin hat er eben übrigens gekauft, in richtig geilem Zustand von einem, der die vorbereitet hat für eine größere Reise. Also da war kein Kratzer drin, nichts, hat auch keine Schutzbügel und der Georg war ganz fest der Überzeugung, dass er das Ding, weil ich ihm gesagt habe, ey, im Gelände schmeißt das Ding halt hin. Nee, das passiert nicht, er passt auf. Ich weiß nicht, keine 2 Stunden nachdem er da war auf der Wiese, hat es ihn so hingelegt, dass er sich die Verkleidung komplett zerkratzt und gebrochen hat. Auf der linken Seite, glaube ich. Also jedes Moped hat gelitten dort. Ja. Mehr mach ich nicht. Wir wollen weiter, ne? Da musst du einfach nur drauf treten. Safe Trip. Leg mal auf die Fuß. Ah, die holen wir eh gleich wieder ein. Das war einfach. Ja, der Boxer-Sound. Als wir da mit den orangen Dingern unterwegs waren, da aus Mattighofen, da habe ich den auch unheimlich vermisst. Also das ist schon geil und das ist auch Porno fürs Ohr. Fuck. Ich dachte, ja, das ist hinter mir.
denn da Ja, los? das war kurz vor, wie hieß die Stadt, wo wir bei der Rallye auch waren? Mostar. Mostar, nee, Kupres, genau. Kupres war die Stadt. Das war kurz davor, das war der Weg nach Kupres. Ja. Und da war es so hardcore staubig. Und da das Problem, da hat Johannes vergessen, die Traktionskontrolle wieder einzustellen. Genau, die hatte ich noch aus. Er ist da mit Traktionskontrolle angefahren und das ABS hinten war halt auch noch an, das war ein bisschen blöd einfach, die Kombi. Deswegen einfach weggerutscht. Ja. Weil ich den Offroad Pro Modus nicht habe. Ich hätte mir die Lizenz kaufen müssen. Ja, das ist schwierig, ne? Ja. Kann nicht jeder. Hier diese Wege, ne, das sind solche Forstwege auch, da siehst du, man sieht jetzt nicht ganz, wie tief die Spuren sind, aber es war schon heftiges Zeug. Und dann fährst du da und denkst nichts Böses und dann kommt dir halt einfach irgendein Einheimischer am Golf 2 entgegen. Also die fahren da halt mit ihren normalen Autos lang. Das ist ganz normale Autobahn da, ne? Da kam der Schnee und das, also ich wusste es ja nicht, weil du ja das Navi hattest, aber das war ja einfach nur zur Aussichtsplattform, ne? Ich wusste zu dem Zeitpunkt auch nicht. Das war völligster Schwachsinn, aber es war cool. Das war wie die Hütte, das ist ein Aussichtspunkt, der da beschrieben ist und da teilt sich der Weg. Und ich habe die Abbiegung nicht gesehen und bin halt einem Weg gefolgt, aber weil ich nicht die ganze Zeit aufs Navi geguckt habe, sind wir halt dem Falschen gefolgt. Und das ist halt eine Sackgasse, aber das wussten wir bis zu dem Zeitpunkt nicht. Schöne Challenge im Schnee, wie ihr da rauffahrt. Der mit dem Schneepflug, das ist schon echt geil. Das sieht mächtig nach Spaß aus. Da war es cool mit der African Twin, der hat sich angehört, das wird gleich kaputt gehen. Scheiße! Das war so ein, was war das, Mai, gell? Ja, das war Permafrost, glaube ich, fast schon, ne? Ich glaube, der Schnee liegt das ganze Jahr fast. Wir sind da beide reingerasselt und haben die Mopeds versenkt. Das war einfach Also einfach nur so eine kleine Vollgasorgie, ne? Erst Vollgas und ja, dann genau. war die Devise bei uns. Aber es hat funktioniert, also kann man nichts sagen. Jetzt haben wir hier die Jungs wieder getroffen vom Mittagessen. Vincent versucht es jetzt im Schnee. Sehr geil. Es war dreckig, aber geil. Ja, wir sind weit gekommen. Als die erste Spur dann da drin war, dann Geht alles. Alter. Yes. Perfekt. So, jetzt ist hier eine schöne Autobahn. Update? kurzes Update. Ich habe meinen Helm und mein Moped verloren. Jetzt stehe ich hier im Schnee. Wir haben aber andere gefunden. Wenn die es nicht schaffen, nehmen wir den hier im Equipment.
So machen wir es. Jetzt boxen wir so und dann. Ja, mal gucken. Afrika Twin Power. Gib ihm böse. Jawohl! Vollgas! Ja! Okay. Das ist der Tim heißt der. Tim Hüster ist das. Kollege, den haben wir getroffen. Und die haben uns dann gesagt, dass das eigentlich nur eine Sackgasse ist, wo man eine schöne Aussicht hat, aber man sieht im Hintergrund, es ist voll bewölkt. Ja. Ja, und vor allem oben kam ja dann, glaube ich, wieder Schnee, gell? Also wir haben dann umgedreht. Ja, wir dachten, wir kommen das eine Schneefeld, aber da war komplett Ende. Ja. Also da muss man auch dazu sagen, haben wir umgedreht. Im Nachhinein, das war gut anstrengend da, ne? Boah, das war... Das Fahren so war schon anstrengend, weil erstens mal so vom Kopf her diese Konzentration, aber auch so generell stehen, also dieses Fahren war einfach extrem anstrengend, auch diese ganze Korrigieren und so. Und dann kam diese Scheiße mit dem Schneefeld noch on top, einfach war sowieso eigentlich schon alles verbraucht an Energie. Ja. Also, das war abartig. Das stimmt. Ich glaube, da hatte ich den Straßenreifen drauf. Okay, ja, da hattest du vorne nur, gell? Also da hatte ich jetzt einen Michelin Energy Adventure drauf, weil der Reifen war komplett durch, den habe ich dann in Kroatien, einen neuen bekommen. Die hatten nur den Reifen da halt, für 180 €, ich glaube ich wurde ein bisschen über den Tisch gezogen, aber egal. Und ich war so erstaunt, ich bin dem Johannes hinterhergefahren, man sieht's, ne? Ja. Und das Ding hatte einfach ohne Ende Traktion auf dem Scheißweg. Also ich war selber ein bisschen überrascht. Also man muss dazu sagen, wer den Reifen nicht kennt, das ist ja fast so ein halber Straßenreifen, ne? Ja, der ist schon ziemlich der heißt zwar Adventure, aber da ist nicht viel mit Profil. Ja, Reifen, das Thema, das habe ich mit Johannes schon oft besprochen. Da ist es halt auch mal wichtig, dass man die richtige Reifengröße fährt. Und 17 Zoll ist absolut up to date. Und wenn du in solche Länder fährst, dann bist du mit einer 1250er, 1200 oder 1300er GS einfach fehl am Platz. Also da gibt es keinen Reifen. Deshalb 90, 90, 21, 130, 140, 80, 18 und dann kommt ihr auch durch. Dann wird euch geholfen und dann kann man mit dem gebrauchten Reifen weiterfahren. Deswegen machen wir solche Umbauten mit dem Schwingen. Da kommen jetzt, glaube ich, auch teilweise das waren wie so Wege durch einen Felsen durch. Genau. Und da, ja genau, hier, da sieht man, da waren rechts und links wie so große Felswände dann. Und wenn man da durch ist, der Sound, das war einfach so... Ja, vor allem die Kombi aus den beiden, das war so ein schönes Duo, ne? Ja. Und dieser Tunnelblick auch, ja. Die Geschwindigkeit halten die ganze Zeit auf diese lange Zeit, also wir sind da wirklich stundenlang. Das war bei mir dauerhaft, glaube ich, irgendwie so ein dritter, vierter Gang, die ganze Zeit hinher, ne? Ja, genau. Ja. Und du bist irgendwann in so einen Tunnel reingekommen, wo du halt einfach so fokussiert warst und es war wirklich, macht glaube ich süchtig. Zweifelsohne muss ich sagen, ist das besser als Drogen zu nehmen. Ne? Und es macht so viel Spaß schon beim Zuschauen. Mega.
man sieht jetzt hier auch, wie wir den ganzen Weg nutzen. Also da darf halt nichts entgegenkommen, ne? Davon sind wir ausgegangen. Ja, ich meine, gut, teilweise hat man auch echt gut viel gesehen. Also da hast du gesehen, die nächste Kurve war frei und dann konntest du schon schneiden. Aber ja, genau. Hat funktioniert. Halt auch nicht immer. Richtig. Ja. Man hat es gesehen, auch bei der Bosnia Rallye, gleiches Thema. Da sind die auch gefahren, obwohl die ganze Zeit gesagt wurde, ey, und da waren ja auch 40 Tonner unterwegs, ne? Also LKWs und eine Kurve und so. Ist ja auch immer gut gegangen. Das stimmt. Aber ein Stück Fleisch nach dem Fahren. Pisst immer noch. Was ist eigentlich mit deinem anderen Spiegel passiert? Warum hast du nur einen drin? Den habe ich abgeschraubt und ihn dann verloren. Ich habe ihn mir hinten drauf gebunden und irgendwann war er weg. Professionell. Da hat man noch gesehen, hat es mich fast gekostet, da war es richtig. Das ist das letzte Stück vor Monster. Kupris. Und es ist so ein geiles Stück Ted. Kupris, Kupris, ja, sorry. Das sieht schwer nach Kupris aus, das müsste eigentlich die Kirche von Kupris sein. Also ich denke, das habe ich richtig gesehen. Da muss man noch dazu sagen, das schneidet man noch rein, da war das Stück, wo wir abends noch gegessen haben, ne? Wo wir mit der Moped hingefahren sind, zu dritt. Ja. Nee, ja genau, ja. Und da waren die Jungs, wo war der zweite Mieter oder Hotelgast da? Die waren auch aus Deutschland, ne? Ja. Würzburg oder sowas? Nee. Ja, irgendwie Student, ja, Arztstudent genau. oder so. Also irgendwie lustig. Das ist an so einem See da. Also der Plan ist folgender, die Pizzeria ist da drüben. Luftlinie 700 Meter, zu Fuß aber eine halbe Stunde, weil wir um den See laufen. Wir nehmen jetzt ein Moped, zu dritt, ohne Helm. Wir machen den bosnischen. Auf geht's! Gas weiter! Da muss man dazu sagen, das war echt alles wirklich günstig, ne? Also das Essen war irgendwie alles gut und es war echt nicht so krass teuer, ne? Das war alles, das war echt top. Ja. Qualität, also Preis-Leistung, Bosnien ist schon herrlich. Ja, voll. Ich war da übrigens auch an dem See und im gleichen Restaurant war ich auch essen, als ich jetzt hier durchgekommen bin vor ein paar Wochen. War immer noch gut, oder? War immer noch richtig geil und immer noch richtig günstig. Hier ist Mr. Ich mache alles kaputt. Stimmt doch gar nicht, du machst alles kaputt. Bei dir haben wir gestern geschraubt. Ja, das stimmt. Was ist hier los? Oh je, die zerlegt sie selbst. Mhm. Die versucht sie selbst abzuschaffen. Selbstzerstörungsmodus aktiviert, vibriert sich einfach kaputt. Handschütze abgefallen. Der Plan ist, dass wir jetzt mal frühstücken gehen. Und danach gehen wir zu einer Werkstatt, die in der Hoffnung Johannes Stoßdämpfer wieder bringen kann, weil der hat kein Öl mehr im Stoßdämpfer.
Wie genau hast du das gemacht? Naja, Ölwechsel ist wichtig, ne? Ja. Sag ich immer. Wie Blutspenden, ne? Das ist wie Blut. Nur anders. Wir haben noch einen Satz neuer Reifen, also neu ist relativ, aber besser als die wir haben. Die werden wir dann wahrscheinlich auch da in der Werkstatt vielleicht draufziehen, dass wir noch bis nach Hause kommen. Vorne habe ich... Klassischer Sonntag halt. Stimmt, heute Sonntag. Klassischer Sonntag. Vorne habe ich mir schon einen richtig geilen Straßenreifen gezogen. Der ist richtig perfekt im Gelände. Und hinten gibt es dann einen Scorpion Pirelli, 100 Jahre alt. Perfekt. Und Johannes liegt vorne 9. Weil vorne ist kaputt. Da waren wir dann schrauben. Ah. Bei unserem Kollegen. Das kann man auch keinem erzählen. Bester Mann, Das ey. kann man keinem erzählen. Da hatte ich, Nee, das da glaubt hatte ich uns meinen keiner. Dämpfer hinten ein bisschen defekt und der hat Öl verloren. Und ich hatte dann schon Bedenken, dass ich jetzt die ganze Tour nur noch Straße fahren darf, weil ich nur noch auf Feder rumfahre hinten. Und der hat mir dann mal kurz den Simmering hinten gefixt und den Dämpfer neu befüllt, weil der ist Hard Enduro Champion aus Bosnien war, gell? Und Ja. der hat er uns auf dem Sonntag und seine Tochter hatte Geburtstag, hat er uns da weitergeholfen und am jedem Moped irgendwie so die ganzen Schraubereien durchgeführt und dann danach ging wieder alles. Das war echt top. Da schon wieder für einen Push gemacht. Ist, wenn der Reifen nicht passt, machen wir ihn passend. Das nicht passt. No, wird no, passend no, gemacht. no Reifen. Nur Reifen. Weil, also Okay, sir. normal passt 140, aber der 140er ist wohl doch eher ein 150er. Aber Fährst schon echt krank in die Kurve, ne? ja, ich habe keine Angst schreiben, ne? Ja, das war geil. Ich habe da nochmal meinen Innentrieb damit Drehmoment nachziehen können. Der hatte nämlich Drehmomentschlüssel da und alles. Einen Hinterreifen habe ich bekommen von ihm, haben versucht zu wechseln, aber er hat nicht drauf gepasst, Genau. weil er zu breit war. Also wir haben da wirklich uns richtig... Den Schalthebel hat er geschweißt, beim Jan Einfach auch. einen neuen gebaut. Mehr oder weniger. Also war echt, war sehr geil. Also so viel Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft, das haben wir auf unserem Turm schon mehrfach erlebt. Und genau das ist das, warum man das macht. Und ich weiß nicht, mir kommt es vielleicht auch nur so vor, dass es also wirklich nur im Ausland noch existiert. Dass dir jemand hilft, dass jemand sieht, wenn du an der Straße anhält und sofort hält und dir hilft. Geile Sache. Baggerschaufel im Eingang. Jan sein Moped ist fertig, weil ich zeigen wollte, der geile Schalthebel, Bremshebel. Hat da einfach so ein Ding dran geschweißt, mit der Flex noch Riefen reingemacht. Und das ist einfach besser als Original, ne? Ja. Hier ist mein alter Reifen. Mein Moped ist fertig, steht da aufgebaut noch. Und hier drin geht's dann weiter. Johannes, wie läuft's? Fertig, perfekt. Der Typ hat noch richtige Freude. Hä? Der freut sich richtig. Alter, so geil. Der hat hier einfach alles. Ich hab komplettes Moped, der hat uns vorne neue Bremsbeläge, alles durchgeschaut. Perfekt. Er ist der Champion hier. Er ist Also das ist unser Held. Wahnsinn. You're our hero. Software, Gabelservice, Alles. Federservice, Dämpferservice. Das Alles ist mal.
Aber Taki geschraubt. Jetzt fahren wir weiter nach Mostar. Bobbit sollten wieder laufen ein bisschen. Bye bye. Thank you. Bye. Geiles Video, mega geil. Die Jungs haben wieder überhaupt nichts ausgelassen. Ich muss jetzt nochmal zur Hilfsbereitschaft kommen und einfach nochmal ansprechen. Das ist total geil im Ausland. Wir haben da geholfen mit und ich sehe es jetzt auch, wenn ich den Vincent begleite auf seiner Tour um die Welt, wie der überall eingeladen wird, wie einem geholfen wird. Du bist als Motorradfahrer einfach ein ganz anderer Reisender, als wenn du mit einem Wohnmobil kommst und mit einem Geländewagen oder wenn du zu Fuß bist. Und genau das ist es, was mir so viel daran gibt. Genau mit sowas hätten wir keine Kriege. Wenn wir alle reisen würden, wenn wir uns alle verstehen würden, hätten wir keinen Stress. Ne? Einfach denkt mal drüber nach. Ich bin total angetan, die Videos sind cool und ich fühle mich auch zurückversetzt so in die erste Zeit mit dem Simo und in Finnland und in Russland und so. Wir haben auch so materialraubende Urlaube gemacht. Das war mega geil und das ist dann cool, wenn man da irgendwie nochmal mitreisen kann. Und ich freue mich jetzt einfach auf den Teil 6. Danke euch fürs Zuschauen, bis bald, euer Manuel Schad von SRS Sports.